Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein und bin auf der Spielwarenmesse in Nürnberg beim Tobias Lemke von der Firma Lemke, der hier aber hauptsächlich ein Modell präsentiert, und zwar den Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Das ist ein Modell aus Metall, glaube ich. Richtig, das ist eine komplette Metallkonstruktion, also die von der Karosserie her. Die ist bereits vorlackiert, also man muss nichts mehr lackieren, sondern die kommt so, wie sie hier steht, aus dem Bausatz. Und es ist eine absolute Neukonstruktion, an der wir jetzt 3 Jahre gearbeitet haben. Das heißt, 2021 hätte es ja auf der Spielwarenmesse sein können, wenn nicht Corona gekommen wäre? So ungefähr. Also durch Corona haben wir circa 1 Jahr verloren in der Produktion, das ist richtig. Und jetzt ist es so, dass wir froh und stolz auch sind, dass wir den jetzt endlich hier so stehen haben können. Ich kann auch mal die Türen aufmachen. Das heißt, man kann wirklich alles aufmachen. Ich mache einmal einen Rundumblick, damit man einmal eine Rundumsicht. Also das Modell wiegt ungefähr 7,5 Kilo. Wir haben hier 55 Zentimeter in der Länge, 21 Zentimeter in der Breite und 16 Zentimeter in der Höhe. Und die Vorbildauswahl ist das Original von 1956. Also im Prinzip so vorbereitet, wie er dann eigentlich auf die Langstreckenrennen gehen sollte, bevor sich Mercedes quasi vom Rennsport zurückgezogen hat. Das heißt, eine spezielle Etappe der Geschichte von Mercedes Rennsport, das Ende des Rennsports für Mercedes damals. Quasi, genau, richtig. Aber das Modell lässt sich dann tatsächlich einiges bewegen. Türen lassen sich öffnen, die schönen Flügeltüren, die legendären. Die machen wir mal auf. Wir haben hier absolut authentisch die Bügel von den Flügeltüren. Innen drin das Interieur. Die Sitze sind aus Stoff gefertigt, bedruckt, eben auch so authentisch, wie es nur geht. Das Lenkrad im Holzdekor mit den 4 Speichen. Es gibt auch ein 3-Speichen-Lenkrad, das hatte der aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und insgesamt ist das Fahrzeug ja bis heute zig Male umgebaut worden. Aber wie gesagt, wir zeigen hier den Originalzustand von 56, so wie er damals eben gebaut wurde vom Rudolf Uhlenhaut, dem Namensgeber und Schöpfer von diesen 2 Prototypen, die es eben nur noch gibt und die es auch nur gab. Also es gab ja nur 2 insgesamt. Und dieser Bausatz, das sind 900 Teile, da baut man zeitlang hin wahrscheinlich. Richtig, also bei 900 Teilen, die hauptsächlich gesteckt und geschraubt werden, wird man da schon je nach Könnenstufe zwischen, 40 und 60 Stunden wird's Minimum, vielleicht manchmal ein bisschen mehr, weil man die Felgen selber einspeichen muss. Das ist, ab Werk haben wir uns dafür entschieden, weil das auch von vielen Modellbauern gefordert wurde. Die sehen das als Herausforderung und es ist auch eine Herausforderung, aber es ist machbar. Und wir haben auch Bauvideos ins Netz gestellt, wo wir im Grunde den kompletten Bauprozess begleiten. Und dort sieht man eben auch, wie die Felgen zusammengestellt werden. So, das ist schon Arbeit, aber es ist machbar. Es ist aber nicht alles, was sich dann hier in feiner Detaillierung zeigt. Wahrscheinlich dann auch der Kofferraum lässt sich auch hier öffnen. Genau. Noch ein Reserverad. Ja, wir haben versucht, auf jegliche Details zu achten. Also im hinteren Bereich sieht man eben auch den Hammer zum Lösen der Flügelschrauben, dann den Wagenheber. Also es ist ja ursprünglich als reines Rennfahrzeug konzipiert gewesen. Also es sind auch minimalistische Details, die wir hier zeigen, aber die sind alle authentisch. Also es ist wirklich aus dem Originalfahrzeug herausgelöst, die Scan-Daten. Gut, und zum Höhepunkt kommen wir wahrscheinlich, wenn wir vorne die Motorhaube aufmachen. Die machen wir auch noch mal auf. Wir haben hier den 8-Zylinder-Reihenmotor mit
um die 300 PS. Manche sagen 298, andere sagen 302. Das ist nicht ganz überliefert. Aber es ist ein wahnsinniger Motor, damals seiner Zeit voraus. Sehr markant hier sind die Trommelbremsen im vorderen Bereich, die damals legendär waren, weil Mercedes noch einer der wenigen waren, die eben mit diesen Trommelbremsen gefahren sind. Und alleine von der Performance des Fahrzeugs her, also jeder Fahrer, der mit diesem Fahrzeug unterwegs war, sagte, das ist mit Abstand eins der schnellsten und brutalsten Supersportwagen, mit denen die je unterwegs waren. Aber nicht zu Unrecht hat ja auch Mercedes hier sämtliche Rennen gewonnen, sämtliche Championships gewonnen mit der Roadster-Version. Das ist ja schon, hat ja mit zu dieser Legende mit zu beigetragen. Dann sehe ich jetzt hier noch das Gelenk für die Lenkung. Die ist wahrscheinlich dann auch zum Lenkrad nach hinten geführt, mechanisch irgendwo beweglich. Die ist auch drehbar, also die Lenkung bewegt sich. Also da können wir mal am Lenkrad richtig drehen, ein Stück. Das ist natürlich, wenn das Gewicht, die 7 Kilo oben drauf stehen, dann ist es schwierig. Aber faszinierend, die Detaillierung hier des gesamten Modells, des Motors. Und ich glaube, ich muss auch gleich enttäuschen, der ist, soweit es geht, inzwischen fast ausverkauft. Ja, noch nicht ganz. Also wir sind, was die Vorverkäufe angeht, sind wir absolut erfreut. Und es ist schön zu sehen, dass wir jetzt, wie gesagt, nach diesen 3 Jahren Entwicklungszeit endlich sagen können, dass er in 2 Wochen ausgeliefert wird. Also wir haben jetzt schon mit der Auslieferung, beginnen wir jetzt langsam. Die Container sind da und die Nachfrage ist halt gigantisch. Und wir rechnen damit, im April, Mai damit ausverkauft zu sein. Und ich wollte ihn einfach zeigen, weil es mich fasziniert hat, wie ich ihn hier gesehen habe. Und bin jetzt einfach hier auf der Spielwarenmesse unterwegs und schaue mir so ein paar Highlights an. Technik, die Spaß macht. Was auch immer und schön ist, fällt das hier auch. Was auch immer schön ist, ich nehme mal den Rudolf hier weg. Die Figur gehört nicht dazu. Die gehört nicht dazu, die habe ich geschenkt bekommen, aber die passt halt. Ich finde auch diese Sidepipes, die finde ich absolut faszinierend. Ja, in einem Plastikmodell würde das nicht so gut wirken. Das ist hier halt eben alles Metall. Das ist Metall, richtig, genau. Gut, dann bedanke ich mich beim Tobias Lemke hier für Gerne. Die Vorstellung und für die Erklärungen dieses wunderschönen Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé von 1956 und ich wünsche einen schönen Messeverlauf. Vielen Dank, Herr Berscher.